Hallo und herzlich willkommen zum 27. Review auf unserem Kanal. Ich bin der Patrick. Ich bin der Salvo. Und heute stellen wir euch die Autoordonnanz 1911 vor. Genau zu sein geht es um den 1911 A1 GI-Spec im Kaliber 45 ACP. Das Modell gibt es sonst auch noch im Kaliber 9 mm Para. Des Weiteren würde es auch als Commander-Version geben, die einfach ein bisschen die kompaktere Version ist. Dann bietet Autoordonnanz sonst auch 1911 allgemein auch in Stainless, gewisse sogar mit modernerem Aufbau, mit Nachtvisieringen. Aber sie sind auch dafür bekannt, dass sie vielfach so limitierte Auflagen bringen, die ganz schöne Gravuren drauf haben. Über den 1911er an sich haben wir ja schon mal ein Video gemacht. Alles Geschichtliche dazu könnt ihr euch in diesem Video anschauen, das tun wir dann in unserem Beschreiben verlinken. Zu Autoordonnanz selber. Die Firma ist 1916 von John T. Thompson gegründet worden. Und wie es der Name eigentlich schon sagt, das berühmteste Produkt, das sie herausgebracht haben, ist Thompson. Die Pistole wird in einer schlichten Kartonschachtel geliefert. Darin haben wir einerseits die Bedienungsanleitung auf Englisch, aber auch mit Bildchen, damit man es halt auch wirklich gut versteht. Eine Broschüre für Zubehör und Ersatzteile. Eine Registrationskarte für die Garantie. Ein Infoblättchen, Katalog für Swag und so und Werbung für die NRA. Dann haben wir natürlich auch die Pistole selber dabei, die in so einem grossen Rucksäckchen gepackt ist. Und darin bereits drin sehr ein spezieller Chamber Flag, also sprich ein üblicher Kabelbinder. Das Magazin ist natürlich dabei und ein Schloss mit Schlüssel. Und das ist der Lieferumfang von dieser Pistole. Bei diesem Modell handelt es sich um eine Hammerfire-Pistole mit Single-Action-Abzug. Die Waffe ist komplett aus Stahl hergestellt, die Griffschalen sind aus Kunststoff. Die Pistole wiegt ca. 1,1 kg. Der Lauf ist 5 Zoll, sprich 12,7 cm lang. Das Magazin ist aus Stahlblech und fast 7 Schuss. Zu den Bedienelementen gehört einmal der Magazinauslausknopf. Der hat Texturierungen, das sind halt easy bedienen. Dann
Der Abzug, der hat so Rillen, auch dass er weniger abrutscht ist. Auf der linken Seite ist einmal der Schlittenfanghebel und die Sicherung. Dann natürlich 911er klassisch ist nochmal die Handballensicherung. Der Hammer, wo auch Texturierungen hast, dass du ihn bedienen kannst. Und zum Schluss eigentlich noch der Lanyard Halter. Wie bereits erwähnt, verfügt die Pistole über einen Single-Action-Abzug. Der Abzugsweg ist 1911er typisch, relativ kurz. Der Druckpunkt klar spürbar. Der Überweg ist auch fast nicht da, also nach dem Auslösen kann man sagen, also stoppt der Abzug. Der Reset ist, wie man es auch von den 1911er kennt, sehr kurz und vor allem man hört das Reset-Klicken sehr gut. Das Abzugsgewicht bei diesem Modell ist jetzt ca. 3,5 Kilo. Das Korn ist eigentlich 1911er typisch starr verbaut. Die Kimme ist auch recht simpel aufgebaut, die kann man einfach horizontal verschieben. Den Rückstoß haben wir halt nicht messen, der ist aber 45er typisch. Ein bisschen mehr wie eben 9 mm, aber ist jetzt nichts Übertriebenes. Und ja, zum Schussbild muss man einfach noch kurz erwähnen, dass als ich die Waffe gekauft habe, hatte ich Probleme mit dem Korn. Das ist mir beim Schiessen rausgefallen. Ich habe sie dann wieder eingeschickt, dass es repariert wird. Hat dann aber nicht so gut geklappt. Dann habe ich es eigentlich nochmal eingeschickt zum Verschweißen. Und jetzt haben wir das Gefühl, dass es ein bisschen zu hoch ist und durch da ist das Schussbild recht tief unten. Kann sein, dass ich einfach Pech habe beim Modell. Kann sein, dass von der Verarbeitung her, weiss ich jetzt nicht genau, aber ja, einfach, dass wir es noch erwähnt haben. Meine Meinung zu dieser Pistole ist ein bisschen geteilt. In erster Linie, im Allgemeinen gefallen mir 1911er sehr und finde, dass das Modell eigentlich ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Ich denke, dass es kostet in den USA produziert ist, finde ich, spricht das sehr gut Leute an, die eben klassische 1911er suchen, aber irgendwie nicht ein Sammlerstück möchten haben, zum haben, sondern etwas, das man auch regelmäßig schiessen kann, ohne dass man Angst hat, dass sie sich verkratzen oder ich weiß nicht was. Aber es hat halt schon ein bisschen abgeschreckt, was der Patrick vorher erzählt hat, dass eben das Korn rausgeflogen ist beim Schiessen und das nicht nur einmal. Ja, aber da kann halt einfach wirklich sein, dass wir jetzt einfach Pech gehabt, ein sogenanntes Landungsmodell verwünscht haben. Somit kann man sagen, würde ich die Pistole zwar schon empfehlen, aber jeder, der Interesse an so einem hat, würde ich einfach den Tipp geben,
schauen Sie zuerst an, schauen, ob das Korn festhebt und wenn nicht, dann verlangen Sie einfach vom Laden, wo ihr sind, dass er nochmal eine holt und ja, nehmt die das Korn am besten heben tut. Meine Meinung ist ähnlich wie die vom Salvo, eben preis-leistungstechnisch sicher super. Gerade eben 911er im 45er Kaliber. Für diesen Preis kannst du wirklich nichts sagen. Die Verarbeitungsqualität eben kann man sagen, vielleicht Pech gehabt, vielleicht weiss ich halt nicht. Wie gesagt, wir haben nur dieses Modell. Wir haben kein Vergleichsmodell, darum kann man es nicht genau sagen. Von dem her, ja, eben Preis-Leistung auf jeden Fall für die Arbeit bekommst, ist sicher okay. Präzision lässt sich darüber schreiten. Ich finde es jetzt eigentlich auch nicht so überragend. Also abgesehen davon, dass sie zu tief schiesst. Und aber sonst eben 911er klassisch, sieht gut aus. Ist cool zum Schiessen, eben 45er Kaliber macht meiner Meinung nach doch noch ein bisschen mehr Spass, zum Beispiel als 9 mm. Aber ja, sicher genau anschauen, wenn man eine kaufen will. Und, aber sonst sicher für Leute, die sagen, ich will einen 911er, aber das Budget nicht so gross ist oder was auch immer, eben, sagen sie wollen eine Gebrauchspistole. Für die ist sicher eine coole Option. So, das wäre es eigentlich auch schon wieder für heute. Habt ihr auch schon Erfahrungen mit der Mautordnance 1911er gemacht? Falls ja, schreibt es uns doch in die Kommentare. Wie immer, danke schön da auch SZO, wo uns die Möglichkeit gibt zum Aufnahmen zu machen und ja, allen Zuschauern, die wir hier haben, die uns unsere Videos anschauen und uns unterstützen. Danke vielmals fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.